Ja, hallo. Willkommen bei diesem neuen Video. Hier möchte ich jetzt zeigen, wie man die Eule in Blender halt verarbeitet und wie schnell das Ganze geht. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet dann über neue Videos von mir informiert. Und einen Daumen nach oben und dann kriegt ihr eben mehr solche Videos, nicht nur von mir, von anderen auch halt angeboten. Und damit dann willkommen bei diesem Video hier und Blender, äh, um eben die Eule zu verarbeiten zu einer Art Gießform. So, dann legen wir mal los. Ich habe hier die Blender Version 3.1.2. Das ist die aktuellste, wenigstens was ich so hier installieren kann. Und dann braucht man hier einmal hinklicken. Jetzt hat man hier, das habe ich mir mal so gemacht, die drei Bildschirme hier und hier diese Kamera, das Licht und diesen Look-at-Point hier, so nenne ich den immer. Und dann kann man die einfach selektieren und dann drückt man einmal die Taste M. Ich mache mal gerade oben die Tastenbefehle an und ich denke, ich mache auch am besten einmal die Uhr an. Wo haben wir die? Da haben wir die Uhr. Die packen wir auch da oben hin. Stellen wir einmal ein auf immer im Vordergrund und dann machen wir Blender wieder an. So, die Tastenbefehle da oben. So, jetzt muss ich da hin. Ja, da muss ich eventuell hin. Also machen wir die Uhr hier hin. So, dann da drücke ich jetzt die Taste M und dann warum hat er das jetzt nicht gemacht? Müssen wir noch mal gucken. Du, du und du, Taste M. Jetzt geht's New Collection, also eine neue Kollektion, neue Zusammenfassung und das nennen wir jetzt einfach Cam. So, dann sieht man das hier. Wenn ich hier OK geklickt habe, dann sind die Sachen hier zu Cam zusammengeführt und dann kann ich einfach die entweder ausblenden oder nur unsichtbar machen. Dann werden die immer noch verwendet und dann bleibt auch weiterhin die Kamera eben für diese Ansicht hier bestehen. So, den Würfel, den brauchen wir nicht, sondern wir wollen ja die Datei importieren. Das heißt Import STL und dann war das, wie gesagt, im Verzeichnis Downloads und da haben wir das im 3D-Druck. Das ist das hier. Und dann war das OWL. Das hier, das mit groß OWL. Und da haben wir OWL Body STL. Und dann, ich glaube, das war OWL Face Front. Genau, das nehmen wir jetzt und einfach Import STL. Und dann ist die Eule da drin. Jetzt sieht man hier die Kamera, die ist viel zu dicht dran. Dann, wenn man das ändern möchte, dann aktiviert man hier wieder dieses Cam-Modul, macht das hier vielleicht unsichtbar. Die Eule erst einmal. So, und jetzt können wir die Kamera hier selektieren und mit der Lichtquelle und das einfach hier so nach außen ziehen. Dann machen wir die Eule mal wieder sichtbar. So, dann sieht das schon besser aus. Die Kamera selbst, die kann man jetzt noch skalieren, dass sie da so schön drin steht. Dann gehen wir hier in so eine Ansicht und bewegen jetzt G und Z für die Z-Achse. Dann kann man die so hochziehen und dann kann man jetzt hier nochmal und dann kann man hier natürlich auch direkt das selektieren und hier auch GZ, dann wird das hier so in die Mitte der Eule gepackt und dann sieht man schon. So. Das ist aber alles Sachen, die wir halt nicht brauchen, wenn wir die Eule einfach nur bearbeiten wollen für das, was wir vorhaben. Aber ganz nett, da unten so eine Eule stehen zu haben und dann machen wir die hier wieder unsichtbar und jetzt haben wir da die Eule stehen
Und die steht hier auch, wenn ich das richtig sehe, schön im Mittelpunkt. Warum die bei FreeCAD nicht so im Mittelpunkt steht, ich weiß es nicht. Also wir fangen hier an und an der Eule mache ich jetzt erstmal gar nichts, sondern ich konstruiere oder erzeuge erstmal mit Shift A ein Mesh. Und zwar, da können wir ruhig eine Fläche nehmen. Dann gehen wir hier in die Aufsicht mit der Taste 7. Passiert das auf dem 10er-Tastenfeld. Und dann ziehen wir hier die Fläche so auf. Dann kann man, muss man aber gar nicht. Ich kann jetzt einfach sagen SY. So sieht das ganz gut aus. So, die liegt jetzt hier so unten drauf. Jo, das nehmen wir so. Und dann gehen wir mit Tab in den Edit-Mode. Und dann bewege ich erstmal diese Sache hier, G und Z, um das nach unten zu bewegen. Das sind jetzt diese minus 5 mm. Und dann drücke ich die Taste E und ziehe einfach den Würfel hoch, bis die komplette Eule eingefasst ist. So, dann schauen wir uns das an. Ich kann jetzt hier einfach umstellen, das hier auf sichtbar, und dann sehe ich, wie die Eule da so drin hängt. Und jetzt brauchen wir ja nicht nur dieses Element hier, sondern die beiden. Einmal die Vorderseite, einmal die Hinterseite. Das heißt, das Ding heißt jetzt hier Plane. Das kann ich jetzt hier umbenennen, F2. Das ist jetzt zum Beispiel vorne. So, vorne ist, wenn man das hier so sieht, diese Seite hier. Also gehen wir wieder in die Ansicht, ich selektiere das vorne und davon mache ich jetzt erstmal eine Kopie mit Shift D, X0. Dann ist das genau auf derselben Stelle und das nennen wir hinten. Okay, so, dann haben wir hier vorne, wie gesagt, vorne habe ich gesagt, das geht bis hier. Das heißt, ich deselektiere alles, selektiere nur diesen beiden Punkten hier und die müssen jetzt hierhin bewegt werden in Y-Richtung. Und da muss ich jetzt genau hier auf die 0 fahren. Das ist gar nicht so schwer, und zwar, da drücke ich einfach Taste N, dann klappt hier so ein Menü rein und dann sehe ich hier bei Y, das ist -1 und das mache ich auf 0 und dann gehört die genau bis da. So, dann haben wir Nummer 1, dann gibt es hier noch die Kopie, die hinten heißt, und die öffne ich jetzt genauso und deselektiere alles, indem ich einmal daneben klicke, B, dann deselektieren und da drücke ich jetzt bei Y auch die 0. So, dann habe ich halt einmal die Vorderseite. Wir können hier immer das unsichtbar machen, da sieht man, das ist die hintere Seite und das hier die vordere Seite. Und da ist die Eule und die möchte ich ja davon abziehen. Okay, fangen wir an. Wir selektieren die vordere Seite und wir fügen mit diesem dem Maulschlüssel-Symbol da einen Modifier hinzu, der heißt Boolean und das wird Difference. Ich möchte ja diese Eule davon abziehen. Also Difference und dann hier das Objekt, das muss jetzt ausgewählt werden und dann stehen nur die beiden hinten und Owl zur Verfügung. Wir nehmen Owl und schon habe ich das abgezogen. So, ich mache jetzt direkt weiter. Dann gehen wir einfach hier auf hinten, da machen wir genau dasselbe. Add Boolean, wieder eine Difference, Objekt, in dem Falle wieder Owl und dann haben wir auch das abgezogen. Jetzt können wir uns können wir uns jetzt hier, sieht man jetzt, wenn man die so aufmacht, auch, dass da so ein Modifier dran ist. Wir können jetzt hinten unsichtbar machen und dann sehen wir hier den vorderen Teil. So, und gleichzeitig müssen wir auch die Eule unsichtbar machen. So, dann sehen wir hier,
Ich stelle jetzt das mal wieder um, dass man nicht mehr da so durchguckt. So, dann haben wir hier die Eule ausgeschnitten vorne. Und dann können wir das vorne wieder unsichtbar machen, machen das hinten unsichtbar. Und da haben wir die Eule hinten ausgeschnitten. Ihr habt gesehen, das braucht überhaupt gar keine Rechenzeit. Das heißt, ich habe hier die Uhrzeit laufen, ich musste die Uhr überhaupt nicht starten. Das geht alles in 0, nix. Und dann habt ihr eben solche 3D-Sachen ausschneiden von STL-Dateien, bearbeiten und so weiter in Blender in 0, nix erledigt. Bei FreeCAD, wie gesagt, hat das 1,5 Stunden gebraucht. Gut, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht, es macht Sinn, sich mit Blender zu befassen. Und noch einmal, wenn euch solche Videos gefallen, lasst bitte... Oh, Moment, das war nicht richtig. Okay, Blender reagiert hier auf die Taste. Okay, wenn euch solche Videos gefallen, lasst bitte ein Abonnement da. Einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.